Ich möchte einen Wald pflanzen aus 1000 Samen, die ich selbst im Wald finde. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe noch nicht mal einen einzigen Baum gepflanzt. Aber es dürfte interessant werden, wie viele von den 1000 Samen tatsächlich keimen und zu Setzlingen werden. Einen Buchensamen habe ich. Das ist die Nummer 1 von 1000. Noch ein Buchensamen, 2. Zu diesem Zeitpunkt habe ich glücklicherweise noch keine Ahnung, wie lange es tatsächlich dauern wird, um 1000 Samen zu finden. Oh, ein Regenwurm. Ich habe einen Regenwurm gefunden. Ich bin gerne im Wald. Das Rascheln des Laubs, die entfernten Rufe unbekannter Vögel und der Geruch nach Moos haben eine beruhigende Wirkung auf mich. Meistens bin ich aber nur ganz passiv dort. Ein Besucher, den der Wald nicht mal bemerkt. Ich lasse nichts da und nehme nichts mit. Heute aber habe ich eine Mission. Der Plan ist, dass wir irgendwann ganz viele von diesen hier haben. So soll es später mal aussehen. Das wird eine Eiche. Damit ich den Überblick nicht verliere, sammle ich immer 100 Stück in dieser weißen Schüssel, bevor ich sie dann in meine Tasche umfülle. Hier haben wir Glück. Wir haben uns extra einen Mischwald ausgesucht, weil den Wald, den wir pflanzen wollen, der soll natürlich auch möglichst bunt und divers sein. Bei uns zu Hause sagt man Butzelkuh zu den Dingern, also sowas wie ein Tannenzapfen. Auch wenn das hier wahrscheinlich nicht von der Tanne ist. Und das Coole ist, da sind natürlich gleich mehrere Samen drin. Die Frage ist, wie viele? Was meinst du, sagen wir pauschal? 10, würde ich sagen. Okay, dann sagen wir 10. 6 haben wir, das macht 16. Wie ihr wahrscheinlich gerade gehört habt, bin ich nicht allein unterwegs. Jörn, den viele von euch schon aus unserem Podcast oder unserer Flaschenpost für optimistische Klimageschichten kennen, hilft mir, diese Story auch visuell schön erzählen zu können. Also zumindest immer dann, wenn er nicht gerade von irgendwelchen kleinen Krabbeltieren abgelenkt wird. Der ist jetzt zutraulich. 30. 31. Müssten so einen Eichhörnchenvorrat finden. Eine Doppeleichel. Yes. Die 50. 61. Ah, da geht das Herz auf. Der bewegt sich. Hier liegen mega viele. Der ist ja süß. 92 und 93. Au. 99. 100. Die ersten 100. Strich Nummer 1. 100 haben wir. Hättest du gedacht, dass es so aussieht, 100 Samen zu haben? Sieht irgendwie so nach wenig aus, finde ich. Hat auch nur eine Dreiviertelstunde gebraucht. Das ist der Moment, in dem ich zu rechnen anfange. Wenn ich für die ersten 100 Samen fast eine Stunde brauche, dann sind wir hier noch eine ganze Weile im Wald. Während mich mein Enthusiasmus für diese Idee am Anfang noch angetrieben hat, wird die Suche jetzt doch recht mühsam. Ich suche und wenn ich etwas finde, dann sind es meistens nur zerquetschte Bucheckern oder hohle Eicheln. Es ist gerade ziemlich schwer, hier Samen zu finden, weil überall Blätter drauf liegen. Das ist natürlich ganz clever von der Natur, weil sie damit die Samen schützt vor irgendwelchen Dieben. Aber uns macht es jetzt gerade das Leben schwer. Also ohne Blätter wäre alles leichter. Wahrscheinlich nur aus Mitleid mir gegenüber schafft es Jörn tatsächlich irgendwann, sich von seinen Krabbeltieren loszureißen und mit anzupacken. Wobei die Fotos, die er geschossen hat, mal wieder die Schönheit und Verletzlichkeit dieser kleinen Welten großartig porträtiert. Aber ab jetzt machen wir uns zu zweit auf die Suche. Das ist schon irre, mit jedem Handgriff, den ich hier mache, decke ich einfach das Hausdach von zig kleinen Tierchen auf. Ne? Gibt dann schon ein bisschen Ehrfurcht, was für Riesen wir sind, wenn wir durch die Welt laufen. Wie viel Leben in so einer Handvoll Erde steckt. Also jetzt langsam zieht sich schon ein bisschen. Ne? Wir sind jetzt bei 147, glaube ich. Und ich dachte mir, zwischen zwei Eichen, da ist wahrscheinlich alles voll mit und wir schaufeln einfach nur so rein, aber ganz so einfach macht es uns die Natur nicht. Also gibt es nicht auch so einen Samenversand.de oder was? Ja, aber das ist schon ein bisschen fake. Nee, das wollen wir nicht. Ja. Also lass uns doch mal da hinten in den Bereich gehen, weil da sind ein paar Nadelbäume. Weiterschauen. Weiterschauen. Warum auch 1000? Ich hab doch gleich gesagt 100. Aber 100 klingt halt nach so wenig. Zusammen suchen wir also erstmal nach einem besseren Ort. Eine Eichel. 91. Und tatsächlich läuft es plötzlich viel besser. Ich weiß nicht, ob hier einfach nur mehr Samen liegen oder ob wir sie jetzt einfach besser erkennen. Irgendwie sind wir auf jeden Fall zur rechten Zeit am rechten Ort. Wir haben die 200 voll. 2. Mal schauen, ob das auch 200 Bäume werden. Bucheckern. Mal gucken, was da drin ist. 300. 400. Aber hier bleiben wir, oder? 89. 89. Gehst in den Wald, findest Samen, machst einen neuen Wald. Fertig. 500, yes. Halbzeit. Yes! Und jetzt, wo wir endlich ordentlich Samen finden, werde ich wieder begeisterter bei dem Gedanken, dass daraus mal große Bäume werden könnten. Dieser kleine Samen, daraus kann eine ganze Buche werden. Und was ich so bemerkenswert finde, zum einen ist da der Code drin,
für diesen ganzen Baum. Der weiß genau, wie die Schale aussehen soll, also die Rinde, wie die Blätter aussehen soll, dass er Richtung Helligkeit wächst, Richtung Sonne, damit er die Energie bekommt, die er braucht. Und nicht nur das, in diesem kleinen Ding ist auch die Startenergie drin. Also der Zucker, den es braucht, wenn das jetzt in der Erde steckt, dann hat er ja noch kein Sonnenlicht. Und Pflanzen brauchen das Licht, um zu wachsen. Haben sie unter der Erde ja noch nicht. Deswegen ist da genug Energie drin, dass er keimen kann, durch den Boden wachsen kann, bis er dann oben ist. Und dann breitet er schnell seine Blätter aus, um dann die Sonne aufzufangen, die Sonnenenergie, um dann mit CO2 zusammen sich selbst zu bauen. All diese Informationen und die Startenergie sind in diesem kleinen Bündel und dann wird da irgendwann so ein Riesenbaum draus. Das ist ein Wunder. Und speichert CO2. Und weiter geht's. 600. 700. Ich habe das Gefühl, für 300 bis 700 haben wir so lange gebraucht wie für die ersten 100. 800? 800. 800. Weiter geht's. Ja, schau mal, die zwei haben gerade eine gute Zeit. Wobei der eine sieht nicht aus, als hätte er eine gute Zeit. 900. Der vorletzte Strich. Okay, lass uns die letzten 100 holen. Weiter geht's. Geil, dass das einfach hier rumliegt, ne? 1000. Sehr gut gemacht. Wir können wieder gerade stehen. Da fragt man sich natürlich, warum das Ganze? Die Idee kam mir, als ich den australischen YouTuber Bo Miles gesehen habe, wie er 24 Stunden lang jede Minute einen Setzling gepflanzt hat. Mein 100-jähriges Ich dachte sich, sowas hätte ich gerne auch in meinem Leben gemacht oder erlebt. Mir gefällt der Gedanke, einen kleinen Wald zu erschaffen, wo vorher keiner war. Das ist eine echte Veränderung in der realen Welt. Meine 1000 Samen haben noch einen weiten Weg vor sich. Und sicher werden es nicht alle schaffen, aber genau das macht sehr interessant. Das nächste Video dazu kommt gleich im Januar, wo wir die 1000 Samen in viele kleine Töpfchen stecken, damit sie hoffentlich zu vielen kleinen Setzlingen werden können. Damit du das nicht verpasst, ist jetzt der beste Moment, diesen Kanal zu abonnieren. Schöne Weihnachten euch!